we stopped last time? Hmm? Has Christian told you where we stopped last time? I'm not sure. Yeah. Yeah, maybe. I think so, hopefully. Let me check. Yeah, I mean, I would have to anyway start from scratch. It's fine. Yeah, alright. It's fine. Is it? I'm not sure. At the moment, we have to tackle the case of Where did I check that? I don't know how to find it. I'm just curious when that is. This is one of the weeks we This is 2022. Yeah, there's wait, maybe I hate. Let's check. Are they from summer? Hey, let me check what they've got made. It's not yet out. At least they do. Yeah. Oh, no, this is 22. The last time was 22. Yeah, but You're not announced yet, so is it? I mean, hopefully. It should be announced 2 weeks ahead. Wait. No, this is summer. No, nothing else yet. So we're fine. Okay. Hopefully. Okay, guten Tag. Willkommen zu der Vorlesung Rechnerstrukturen. Letzte Woche hatte Christian schon über Multiplikation von natürlichen Zahlen und die Addition von ganzen Zahlen schon gesprochen. So, heute machen wir nur die zwei Dinge hier mit Floating Points. So, Addition und Multiplikation. Addition ist natürlich auch Subtraktion. Ich habe schon kennengelernt. So, wenn wir x minus y machen möchten, dann brauchen wir einfach x plus minus y. Ja? Das können wir auch einfach beweisen, das funktioniert. Für Fließkommazahlen, auf Floating Points, müssen wir einfach genau die Repräsentation von IEEE 754 noch einmal gucken. So, das haben wir schon kennengelernt. Es ist so, das von Einzahl x. X ist mit 3 Komponenten zu repräsentieren. Das erste Bit ist das Sign-Bit. Wenn das Sign-Bit nur ist, dann ist die Zahl positiv. Wenn das Sign-Bit 1 ist, dann ist die Zahl negativ. So, das ist wegen, zuerst gucken wir, ob diese Zahl positiv ist oder negativ ist. Dann haben wir ein paar Bit für den Exponenten, so ax. So, wenn wir über 32 Bit Floating Point Repräsentation gucken, dann haben wir 8 Bits, dann das Bias ist 127 und es gibt eine Minimalgrenze von dieser Bias und ein Groß für diese Bias. Dann haben wir ein Matissa. Dieser Matissa ist immer zwischen 1
und 2 außer 2. Natürlich, es gibt Ausnahmen. Es gibt minus Infinity plus Infinity. Es gibt a number. Es gibt nur bei der Definition. Für diese besondere Zahl mit Ausnahmen gucken wir hier gar nichts. Okay? Wir nehmen an, dass über hier, wenn wir Addition und Multiplikation machen möchten, dann diese Zahl ist ein normal Floating Point. Ja, keine besondere Zahl. Okay? Dann, natürlich, wenn wir die zwei Zahlen x und y beide mit IEEE 754 repräsentiert werden, und wenn wir die zwei Zahlen addieren möchten, dann müssen wir auch über die drei verschiedenen Bereiche gucken. Ja? So, wenn die beiden Zahlen positiv sind, dann ist die Addition positiv. Wenn die beiden Zahlen negativ sind, dann ist die Zahl negativ. So, das ist auch einfach. Wenn beide positiv oder beide negativ sind. Wir fangen von diesem Punkt an. Okay? Wenn beide Zahlen mit gleichen Exponenten sind, dann das ist auch einfach hier. Dann gucken wir einfach diese Addition mit die zwei Zahlen gleiche Sign-Bit und die zwei Zahlen mit gleichen Exponenten. Okay? Dann, das kennen wir, wenn die Ausgabe z ist einfach gleich mit dieser Sign-Bit. So, s ist gleich wie x und xy. Und dieser Exponent e ist gleich wie ex und ey. Und dann bekommen wir einfach x plus my. Dann diese Zahl z ist einfach minus 1 hoch s mal 2 hoch e mal x plus my. Das können wir einfach berechnen. Gibt es Fragen hier? Ja? Das ist mit dieser Ausnahme, Entschuldigung, diese Einnahme, dass Ax ist gleich wie Ay und Sx ist gleich wie Sy. Also könnte es sein, dass ja, Exponenten sind gleich, aber warum nehmen wir an, dass ist auch... einfach meine Annahme. Das ist einfachste. Die einfachste Ding, wir fangen an. Ah, also Das ist nicht eine Bedingung, die wir folgen, aber ich musste vom einfachsten Dings anzufangen, okay? Ja, aber ich meine, also es könnte sein, dass also in C ist Exponent Exponent x plus 1, nein? Es muss, dann habe ich eine Frage, glaube ich. Was ist meine Frage hier? Ja? Okay? Ja, welcher Wert ist EZ? Gucken wir jetzt. Das geht aus. Wir versuchen noch einmal. I know that we have failed many times, but let's try it once more. Can you turn off the tracking? The tracking is on? You need, do you have the app? No, not definitely. Yeah, we have to turn it off, okay. I can install it. Now it's off. Yeah. So we start from the easiest thing. That is, we have the same exponent. And what do I do? This. I have to start a point here, right? Let's hope this works.
So, let me write down again. So basically, is this one, all right? And this is, can I turn it off? That is mz is mx plus m epsilon, and ez is ex, and sz is sx. So what is the potential value of Ez? It all goes to, es geht einfach mit unserer Bereich von mx und epsilon. So gucken wir. So mx ist zwischen 1 und 2. Entschuldigung, noch einmal. mx ist zwischen 1 und 2 außer 2. My ist zwischen 1 und 2 außer 2. Okay? Deswegen, oops, what did I do? Was habe ich gemacht? Do the keyboard keys work? Like the arrow keys, do they work? Do they work? Yes. I don't know how to go back. Well, okay. Can you use the mouse? You can use mouse. Now we are back. Okay, so let's do it once more. I'm sorry for that. You need to show the code again. I need to show the pole again, but I need to first know what I'm doing before I can do it. PPP. Let's do it once more. I'm sorry for that. I have to show the code again. Let's do it once more. Sorry for that. So, was haben wir früher schon gemacht? Ist so. So, ich habe hier mx ist zwischen 1 und 2. My ist zwischen 1 und 2. Ja, das ist richtig. Dann mz ist zwischen 2 und 4. Es bedeutet, dieser mz zu groß ist. Wir können nicht diese mz zwischen 2 und 4 in unserer Darstellung einfach darstellen. Das geht nicht. Es bedeutet, diese mz ist zu groß. Was sollten wir machen? Wir sollten unsere Exponenten ez aus ex plus 1 einzuordnen. Das bedeutet, hier ist einfach das. So, das ist dann richtig. Das geht nicht zu klein. Das ist falsch. Es ist nicht einfach beliebig. Es ist ganz
ganz richtig kodiert. Könnten Sie bitte also dies wiederholen, warum es EX plus 1 und nicht EX minus 1? Oder die anderen, meine ich. So, also mx plus my ist zwischen 2 und 4. Das geht, das funktioniert. Jetzt ist unser mz zu groß. Es bedeutet, unser Exponenten muss an nächster Stufe erhöhen. So, diese EZ soll aus EX plus 1 zugeordnet. Und danach können wir unser MZ durch 2 machen. So, dann MZ durch 2 ist zwischen 1 und 2. Das ist noch einmal in Ordnung. Okay? So, was müssen wir immer aufpassen von 14 Points Arithmetics? Ist einfach. Zum ersten gucken wir, was ist unser EZ und MZ. Wenn diese Zahl MZ zu groß ist, dann müssen wir EZ erhöhen. Wenn dieser MZ zu klein ist, müssen wir unser EZ reduzieren. Es ist immer so. Immer so. Okay? Wir müssen immer aufpassen, ob unser Matisse zu klein oder zu groß ist. Wenn die Matisse zu groß ist, müssen wir höhere EZ einzusetzen. Wenn die Matisse zu klein ist, müssen wir unsere Matisse erhöhen und dann sollten wir aus unser Exponent reduzieren. Die zwei sind gleichzeitig, muss man gleichzeitig machen. Any question? So the operation is very simple. First, you know how to do summation, right? Do the addition and do the corresponding change of the exponents. And after that, everything is fine. The only problem you have now is whether your mantissa is too small or too big. If your mantissa is too small, that means that your mantissa is less than 1. You have to bring it back to something between 1 and 2. How do you do that? You make your exponent smaller, 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 till the moment that your mantissa is between 1 and 2. And that is the mantissa you need. If your mantissa is too big, you mean that your exponent is too small. You now increase the exponent by a factor of 2, and then further factor of 2, until the moment that your mantissa is just right between 1 and 2. It's always this operation. And of course, we will test you this operation very easily. Yeah. Okay, gibt es Fragen? Nein, dann machen wir weiter. So, jetzt haben wir zwei Zahlen, x und y. Jetzt kennen wir, dass ax ist nicht gleich wie ay, aber ax ist größer als ay. Ignore this equals to here. So can I get a color that is white? Okay, let me just do it with this. So this is strictly greater, not equals to. Okay, so now it's the same question. The question is, what is the possible value of EZ? Now let's do the poll again. Should I show the QR code again? I'm so afraid of showing the QR code. Let me show it again. So now we know that EX
is greater than E epsilon. Yes. Okay, good. Now let's do the operation. So I'm going to slowly do this operation here while you are making a paw. So now what we can do is that we still make this assumption. Wir wollen gleich Annahme, dass Sx ist gleich wie Sy. Das bedeutet, dieser Z, Sz ist nochmal Sx. Okay? Dann Mx plus Mx mal 2 hoch Ex, 2 hoch Ex plus My mal 2 hoch Ey. Das ist gleich wie 2 hoch Ex mal Mx plus My mal 2 hoch Y minus Ex. Ja? By definition, Ay ist kleiner als Ax. Das bedeutet, Ay minus Ax ist negativ. Entschuldigung, Ay minus Ax ist negativ. Ay ist kleiner als Ax. So, es bedeutet, 2 hoch negative Zahl ist immer kleiner als 1. Ja? Okay, die Frage jetzt, wenn wir über Ez gucken, die Frage ist, wie groß ist diese Zahl? Ja? Wenn diese Zahl ist immer zwischen 1 und 2, dann Ez ist Ax. Wenn diese Zahl ist kleiner als 1, dann Z ist kleiner als Ax. Wenn diese Zahl ist immer größer als 2, dann Z ist mehr als Ax. Okay? Die Frage jetzt über diese Frage zu beantworten, es ist unser Bereich von dieser. Okay, so dann unsere Frage jetzt ist so Mx plus My mal 2 hoch Y minus Ax, das ist zwischen 2 Dinge. Gibt es Meinungen hier? Mx? Nein, wir brauchen Konstanten. 1, 2, 3, 4. Okay, ist zu schnell. So, machen wir ein bisschen noch einmal. So, Ax. How do I go to the next page? Here. So, this way. Not this way. Let me think. First time to do this? No. Need the mouse. How do I go to the next page? This way. Fush. Do you know? This way? Yes. Good. So. Noch einmal. So. Mx so, Mx ist zwischen 1 und 2 und
my ist zwischen 1 und 2. My und dann z minus x ist kleiner als nur. So my mal 2 hoch z und mal 2 hoch y minus x ist in welcher Bereich? Ja? Null und 1. 0 und 1. Ja, danke. Ist jetzt klar? Also zwischen 0 und 1. So, das ist größer als nur, kleiner als 1. Okay, dann machen wir die zwei zusammen. So, es bedeutet mx plus my mal 2 hoch y minus x ist zwischen 1 und 3. Ja? Gibt es Fragen? Ich verstehe nicht ganz, also warum ist my mal 2 hoch y minus x, also ist zwischen 0 und 1. So, das ist so 2 hoch y minus x. So y minus x ist negativ. So, es bedeutet, dieser ist kleiner als 1. Ja? Ja. Und das ist immer positiv, ja? So, das ist, es ist größer als 0, ja? Is that clear? By definition, only because of the definition, that EY minus EX is negative. Also So 2 to anything negative is between 0 and 1. Okay? it's because epsilon is kleiner als x. It's actually because we said it is less than or equal to 1, right? Basically. To be more precise, because I would do that as 4, but you do that with 3, so. Sorry? It's because of the assumption that epsilon is smaller as. Ja. Is that English and German together now? Yes. Es wegen unserer Annahme. Ja, das epsilon ist kleiner als x. Okay, good. So what is our EZ? We just talked about that. What is the value of EZ? What do we do first? We check whether the mantissa is always between 1 and 2. Now we are in trouble. It's not 1 and 2, it's 1 and 3. So if it's between 1 and 2, we are fine. If it's more than 2, we have to increase AZ by 1 and then scale down our mantissa by a factor of 2. Okay, we will hold no einmal. So dieser MZ ist zwischen 1 und 3. Wenn diese Mantissa ist zwischen 1 und 2, dann haben wir diese x gleich wie EZ. Das können wir einfach schreiben. Aber wenn die Mantissa ist größer als 2,
auch gleich wie 2, müssen wir noch einmal normalisieren. Und wie normalisieren wir? Machen wir einfach durch 2. Dann diese Matisse ist noch zwischen 1 und 2, aber wir müssen unser Exponent aus x plus 1 einsetzen. Deswegen, okay, we will do the next part in Slido. Deswegen bekommen wir unsere Lösung. Das ist diese Matisse. Dieser Exponent müssen wir aus x plus 1 oder ax einzusetzen. Es gibt die 2 Möglichkeiten und das haben wir geschafft. Okay? Gibt es Fragen? Ist es klar oder noch nicht klar? Also noch einmal, warum auch also x, denn also Es gibt 2 Möglichkeiten. ja, Es hängt von die genau ax und ay, mx und my ab. ja, ich meine, das ist also verständlich, dass es also dass es mit wenn also diese x und y sind gleich, aber wenn x ist größer als y, dann warum auch x? Das ist ein bisschen counterintuitiv. So, wir haben bisher 2 Fälle schon gesprochen. Ja? So, Fall 1, ax ist gleich wie ay. Fall 2, ax ist größer als ay. Ja, die 2. Es gibt natürlich der dritte Fall, ax ist kleiner als ay, aber wir diskutieren hier gar nicht. Wir können einfach x und y umtauschen. Wenn ay ist größer als ax ist. So, man will immer so, a ist größer als ay oder gleich wie ay. Dann haben wir nur die 2 Fälle. Ja? So far, so gut? Okay. Dann, es gibt diese generelle Frage. So, wir haben die 2, x und y, addieren die 2. Wir haben natürlich 2 Fälle, x gleich wie sy oder xx nicht gleich wie sy. Wenn xx gleich wie sy ist, dann haben wir schon unser Algorithmus schon gesprochen. Wenn xx nicht gleich wie sy, das bedeutet, das ist eine Subtraktion. Dann für diese Subtraktion können wir auch über ganze Zahlen gucken. Okay, gut. So, wir gucken mal, was ist der Algorithmus zur Addition. Fall 1, Sx ist gleich wie ay, das haben wir schon früher schon geguckt. Am Ende bekommen wir diese Stelle. Ich habe schon gesagt, wir nehmen an, unser ax größer als ay ist, auch gleich wie ay ist. Wenn nein, tauschen wir die 2 Zahlen um. How do you check that? You just have to check the exponents, do the comparison of them, you will get it. Whether it's x plus y or y plus s, it's the same, you just change them. Okay? Dann, es geht, sz ist einfach sx, az ist ax und mz ist mx plus my mal 2 hoch ay minus ax. Das haben wir schon gemacht. Die Frage jetzt ist, ob diese mz zu groß oder zu klein ist. Haben wir schon gesprochen. Diese mz by definition ist immer zwischen 1 und 3. Es kann sein, diese mz ist zwischen 1 und 2.
Es kann sein, diese MZ ist zwischen 2 und 3. Muss man genau gucken. Und wenn diese MZ zu groß ist, so fast MZ ist größer als 2 oder gleich wie 2, wir müssen das Ergebnis normalisieren. Und diese Normalisieren kann man einfach EZ aus EZ plus 1 und MZ aus MZ durch 2 machen. Okay? Geht es? Addition ist einfach. Okay, gucken wir. Jetzt habe ich keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Subtraktion. Okay. So. Phase 2. Subtraktion. So, Sx ist nicht gleich wie Sy. Nehme ich noch einmal, dass Ex ist größer als Ez oder gleich wie Ez. Ex ist größer als Ey oder gleich wie Ey. Dann, es gibt unser Sign-Bit hängt nur von Sx ab. So, wenn Ax ist größer als Ez oder Ax ist gleich wie Ax ist größer als Ey oder Ax ist wenn Ax ist gleich wie Ey, dann ist es unklar. Aber wenn Ax ist größer als Ey, dann das ist einfach so, diese Ax definieren unser Sign-Bit von Sz. You can prove that. I don't want to do the proof. Because the absolute value of x would be more than the absolute value of z. So the sign bit of x defines the sign bit of the output. Okay? Gut. So. Dann und wir machen diese x plus y und dann dieser plus ist einfach ein Minus. Dann haben wir hier mx minus my mal 2 hoch ey minus x. Okay, das ist gleich wie früher. Früher war eine Addition von 2 Positivzahlen und jetzt ist eine Subtraktion. Okay, wir machen gar nicht Subtraktion, sondern wir machen Addition später. Okay? The point here is that, angenommen, es gibt 2 Zahlen, x und y, und wir mussten z aus x plus y berechnen. So, wenn Sx nicht gleich wie Ax ist gleich wie Ez, welcher Wert kann mx minus my annehmen? Es kann mehrere Auswahlmöglichkeiten sein und ich mache jetzt Misleader. Das ist dieser oder andere. So, das zwei gleiche Exponenten. And there's an assumption that this mx is greater than or equal to my. An assumption there. That's an assumption. I was actually curious whether I had that assumption in my question or not. So mx minus my. So mx ist noch einmal zwischen 1 und 2 my
ist noch einmal zwischen 1 und 2. Und wir haben auch eine Annahme, dass mx ist größer als my, auch gleich wie my. Und was ist mx minus my? In welchem Bereich? So, mx is by definition greater than epsilon. So, das ist größer oder kleiner, größer als oder gleich wie nur. Und was ist der Upper Bound? Also, was ist unser hier? Kleiner als nur? Nein. Kann nicht sein, ne? Größer nur und kleiner als nur, dann das geht nicht. Also kleiner als 2 minus my. Ja, wir brauchen immer eine Konstanten. Can you shout? 1. 1. Ist das klar? So, Sie haben zwei Zahlen. Beide sind 1, etwas. So, 1, etwas minus 1, etwas ist zwischen nur und 1. Wenn diese erste Zahl mx größer als my oder gleich wie my ist. Okay? Ist das klar? Es bedeutet, diese Zahl ist zu klein. Wir müssen unbedingt normalisieren. Okay? Mindestens LZ minus 1 oder mehrere Stellen dort zu setzen. Okay? Gut. So, die 2. Gleich wie nur und größer als nur, ja, okay. Ich glaube, ich habe eine Lösung ausgemacht. Okay, aber das bedeutet, das geht. Und die 2 gehen nicht. Richtig, glücklich. Okay? So, Subtraction bedeutet es, wir machen zuerst die zwei Zahlen und dann haben wir SZ, EZ und MZ einzusetzen. Und dann müssen wir gucken, ob dieser MZ nur ist oder nicht nur ist. Wenn dieser MZ nur ist, es bedeutet, haben wir nur. Und wie definieren wir nur? Dann müssen wir einfach die IEEE 14 Points Repräsentation gucken. Nur bedeutet alles nur. So, entweder positiv nur, dann ist es nur 32 Mal, oder minus nur, dann das ist 1 und 31 Mal nur. Okay? So now you can say what is the difference between MZ and positive 0 and negative 0. It's defined by how you operate. Okay? Aber wenn MZ nicht nur ist, dann dieser MZ ist unbedingt zwischen nur und 1. Dann müssen wir normalisieren. Wie normalisieren wir? Das machen wir zuerst MZ mal 2, das ist nicht größer als 1. Dann machen wir MZ mal 4, das ist nicht größer als 1. Dann machen wir MZ mal 8, das ist nicht größer als 1. Dann machen wir MZ mal 16,
Das ist glücklich jetzt zwischen 1 und 2. Dann unser mz ist aus mx minus 4 einzusetzen. Und, Entschuldigung, unser ez ist aus ax minus 4 einzusetzen. Und mz ist aus mz mal 16 einzusetzen. Es ist klar. Das bedeutet, dass wir normalisieren mit dieser ganzen Zahl q. Wir finden diese positive Integer q. Das ist so, dass diese mz mal 2 hoch q ist zwischen 1 und 2. Dann ez setzen wir zum ez minus q und mz setzen wir zum mz mal 2 hoch q. Any question? Das ist unsere Addition mit den zwei Fällen, Plus und Minus. Also, wie finden wir diese Q? Diese Q, wie finden wir diese Q? Ja. Eine schwierige Frage. Sie bekommen eine Tabelle in Klausur, um diese richtige Q einzusetzen. Und wenn wir über Rechner gucken, gucken wir, wie viele Nullen wir haben. Wir schicken nach links, nach links, nach links, nach links, bis wir ein 1 dort finden. So, you shift your mantissa. You count the number of zeros you have. From the left-hand side, you see the first one, that is the number of bits you need to shift to the left. Every shift of 1 bit gives you 1, right? So it's the same as the binary coding. So how many zeros you have, how many Qs you need, what's the integer Q you need to do. So basically it's situation dependent. It's algorithm. You can easily do that. I mean, it's difficult to understand that mathematically, but if you understand the binary format, when you shift your integer 1 bit leftward and put 0 to the right-hand side, it's a multiple of 2. You shift 2 positions, it's a multiple of 4. You shift 3 positions, it's multiple of 8. You shift 4 positions, multiple of 16. You shift 5 positions, multiple of 32. So what you are doing is to count the number of zeros you have after this comma until you reach 1. So if it's 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, how many zeros you have? Until you see the first one, this is the number of bits you need to shift to the left. And by shifting that, you can actually just do this quickly. It's super easy to do by computers. It's difficult to understand the format, but it's super easy to achieve. Okay. Do we have interesting questions of YouTube so far? Okay, gut. So, machen wir jetzt, wie wir mit zwei Komplementarstellungen zu machen. Ich bin unsicher, was wir machen jetzt. Okay, es gibt ein paar Beispiele. Und wir machen zuerst die zwei. Wir haben zwei Zahlen. Und das ist mit 32 Bits. X ist eine Negativzahl und Y ist eine Negativzahl, weil die 2 hat die 2 Bits, beide aus 1. Okay? Und 8 Bits für den Exponenten. So hier ist unser Exponenten von X und hier ist unser Exponenten von Y. Wir gucken mal zuerst, ob die zwei aus unserer Annahme schon einfolgen. So, Ax muss größer als Ay, das geht. Ax ist ein bisschen höher als Ay. Wenn nein, dann tauschen wir die zwei. Ja? Aber es ist, muss man zuerst gucken. Das bedeutet, wir haben diese Ax und diese Ay. Okay, so Ax minus Ay ist dann 1. Okay. Die 2 hatte nur eine Stelle, Unterschied.
So, SZ ist 1, Ax minus Ry ist 1. Dann die Mantissa von x ist hier. So, hier ist mx. Mx ist 1,111, nur 1, nur. Mz haben wir auch eine 1 hier. 1,11, nur 1, 1, nur. Okay? Dann, wie ich schon gesagt, Ax minus Ry ist 1. Das bedeutet, wenn wir die zwei Mantisse addieren möchten, dann my müssen wir durch 2 machen. Ja, das ist my mal, brauchen wir my mal 2 hoch minus 1. So, wir sollten mx plus my mal 2 hoch minus 1 berechnen. Dann die Frage jetzt ist, wie berechnen wir? Ich habe schon gesagt, mal 2 ist nach links einschieben, verschieben. Durch 2 ist gleich nach rechts. Okay? So, das ist unser mx. Das ist unser mx. Und das ist unser my durch 2. Was ist my? My ist hier 1,11, nur 1. Nach rechts zu schieben, so my durch 2 mal 2 hoch minus 1 ist einfach nur 111, nur 1. Ist das klar? Oder? Dann addieren wir die 2 Zahlen einfach. So, machen wir hier mit Nullen. So, nur plus 1 ist 1, nur plus 1 ist 1, nur plus nur ist nur, 1 plus nur ist 1, nur plus nur ist nur plus nur ist nur, 1 plus 1 ist 1 nur. So, hier ist 1. So, 1 plus 1 plus 1 ist 1, 1. 1 plus 1 plus 1 ist 1. 1 plus 1 ist 1 nur. Und da haben wir 1 nur, 1, 1, nur, 1, nur, 1, 1. Aus unser MZ. Okay? So, was ist unser MZ jetzt? Jetzt ist größer als 2. Is that clear? Because of this additional one here. This one. Das bedeutet, diese 2 Zahlen zu addieren ist größer als 2. Was machen wir jetzt? Wir sollten diese MZ normalisieren, nach rechts, ein Bit schicken und dann MZ ist mx plus m1 einzusetzen. Ich glaube, wir können den Komma so nach links verschieben und dann so 1 auf. So, okay, den MZ Exponent ist, was ist unser MZ? Das wäre jetzt 1, ja 1,0, Und? 1, 1, also den Rest. 1, nur 1, 1, nur 1, nur 1, 1. Ja, und dann den Exponent wäre das hier plus 1. Exponente muss I da erhöhen. Exponenten ist dann Also, Ax plus 1. genau. Ja, Und Ax ist 1 nur 1, nur 1 plus 1. Dann Ja, das denke ist ich. 1 nur 1, nur 1, 1 nur. so ungefähr, denke ich. Richtig? Ja. Das ist meine Meinung. Okay, gut. So, das ist schon gesagt. So, danach kommt man nach einer Stelle
nach links verschieben. So, Sie hat schon gesagt, Exponent um 1 vergrößern. Und dann, wir schaffen fast dort. Am Ende müssen wir das explizit 1 wegwerfen. So, deswegen bekommen wir jetzt Z. So, SZ ist 1. Der Exponent von Z ist dieser Zahl plus 1. Ist 1 nur 1, nur 1, 1 nur. Das haben wir schon hier gemacht. Die Matisse ist 1, nur 1, 1, nur 1, nur 1, 1. In IEEE von Repräsentation. Das Bit müssen wir wegwerfen. So, deswegen unsere Matisse in Repräsentation ist nur 1, 1, nur 1, nur 1, 1, nur und viele Nullen. Gibt es Fragen? Any question? You first understand of mathematics? I mean, mathematics is easy, okay? Sorry, it's easy now, hopefully. The binary format, you have to keep in mind that it's not that trivial, right? So you always have to remember that the explicit one in the Matisse is not part of representation. When you read the number, you have to put that one in. When you write back to the format, you have to take that one out. Okay? Gut. So. Dann, es ist ein bisschen kompliziert, wenn wir Subtraktion machen. Das Problem jetzt ist natürlich, wir machen keine Subtraktion. Wir machen keine Subtraktion, wir machen nur Addition. Addition ist unser Rechnen, so wir brauchen nur Addition. Die habe ich schon gesagt. Es gibt keine Subtraktion, wir machen immer Addition. So, mx minus my mal 2 hoch etwas müssen wir aus Addition machen. Okay? Jetzt ist ein Beispiel. Wie können wir Addition mit negativen Zahlen benutzen? Dann müssen wir noch einmal gucken. So, gehen wir zurück zum Item. So, für eine negative Zahl mit 4 Bits, negative Zahl, nur xf, 16, ja, das ist komisch jetzt. So, f16, so, was ist das? Eine negative Zahl? Das haben wir schon früher schon geguckt. F, 1, 1, 1, 1. Als Negativzahl, was ist das? 4 Bit. 2 Komplementdarstellung. 1, 1, 1, 1. 4 Bits. Aus ganzer Zahl ist minus 1. Ja? Okay, noch einmal. Und was ist FF? Acht Bits. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Auch minus 1. So. FFF ist auch minus 1.
F ist auch minus 1. Okay? Dann gucken wir jetzt. Das Fixkomma darstellen. Okay, so 1, 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 1. Okay? Das ist 2. Das ist minus 1 mal 2 hoch etwas. Wie viele ist das? Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 zu viele, ich nehme das aus. So, 1, F. Okay? Das ist einfach hier. Okay? Das ist minus 1 durch 2 hoch 12. Das meine ich. Das müssen wir etwas machen. Ja? Wir brauchen etwas so darzustellen. Wenn wir nach rechts schicken, so was brauchen wir. Wenn wir diese MY mal 2 etwas zu setzen, müssen wir vorne auch mit 1 einzusetzen. Wenn wir eine Null dazu setzen, dann bekommen wir eine positive Zahl. Wenn wir einfach mit der 1 dort zu setzen, dann ist es egal. Das meine ich. So, es bedeutet, wenn wir mit Subtraktion zu machen, dann haben wir 2 Möglichkeiten. So, jetzt ein Beispiel, diese MY mal 2 hoch minus 5. Es bedeutet, wir bekommen zum ersten diese Zweierkomplementdarstellung für unser MY. Wir machen zum ersten einfach die entsprechenden Zweierkomplementdarstellung für MY. Wie machen wir Zweierkomplementdarstellung? Machen wir zum ersten eine Komplementdarstellung und dann plus 1 am Ende. So, es bedeutet, wenn diese mal diese ist so, dann machen wir eine Verwartung. So, das erste Bit ist unser Sein-Bit. Und dann machen wir jetzt Komplementdarstellung. Eine Komplementdarstellung ist 1 nur, 1 nur, 1 nur, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 bis Ende. Dann plus 1, dann bekommen wir diese alles 1 aus Nullern. So, dann diese 1, 1, 1, 1 plus 1 bekommen wir diese Nullern. Aber am Ende hier ist eine 1. Ja, war früher nur, aber jetzt 1. Und der Rest ist einfach das Komplement. So, die zwei Komplement von dieser minus my ist dann 1 nur, 1 nur, 1, 1 und nur. Okay? Diese Zahl ist negativ. Diese Zahl ist negativ. Okay? Keep in mind, this is negative. And now we want to shift to the right because 2 to power minus 5 has to be added. So, das bedeutet, diese Stelle, wir sollten 5 Stellen schicken. Ja? Nach 5. Dann bekommen wir diese Stelle. Aber von Anfang haben wir 5 Stellen ohne Zahlen, ohne repräsentieren. You have to put ones there. If you put 0, it becomes positive. If you put 1, that's the right format. Okay. Why do we do this? You have to understand the whole coding. Okay. When you have a negative number, you shift to the right, you divide it by 2, right? It becomes smaller. But you cannot change to the positive number, so you have to put ones in front of that, always. So wenn diese Zahl negativ ist, setzen wir von Anfang 1. Wenn diese Zahl positiv ist, setzen wir die Anfang Bits mit Nullen.
Otherwise, you flip the sign already and it's completely wrong. Okay? So, warum es ist richtig? Warum sollten wir diese von Anfang mit Eisen ausführen? Das ist gleich so, dieses Command. Zum ersten my mal 2 hoch minus 5. Dann sollten wir zum ersten nach rechts 5 Bits schicken. Dann machen wir 1 Komplement. Das ist dann gleich wie diese Zahl. Man kann 2 Dinge machen. Zum ersten nach rechts im Positivzahl. So, es bedeutet, Sie machen zum ersten my mal 2 hoch minus 5. Dann mit 2 Komplement von dieser Zahl zu berechnen. Oder machen wir zum ersten my aus m minus my umsetzen und danach nach rechts 5 Stellen schicken. Aber dann muss man Eisen vorne aufführen. Okay? Gut, dann machen wir eine richtig Subtraktion. So, x plus y. Dann nehmen wir noch einmal. So, ax ist größer als ay. Da haben wir schon geguckt. Sx ist 1, ay ist 0. Das bedeutet, diese Zahl am Ende, z, ist eine negative Zahl. So, az ist ax. Okay, dann jetzt diese ax ist noch einmal ax. Oops, sorry, too long. So, hier ist ax, hier ist ay. Ax minus ay ist 1. Das bedeutet, wir sollten die zwei Zahlen Subtraktion und my müssen wir durch 2 machen. Ja? So, dann, das ist von x. Die Mantisse ist 1, nur 1, nur 1 und etwas. So, das ist unsere Mantisse von x. Okay? Und von unser y, dann haben wir 1, hier, das 1, 1 nur 1, 1, so 1, 1 nur 1, 1 nur 1, nur 1 und dann nur. Minus 1 ist 1 nur, nur 1, 1, nur 1, nur 1. Dann nur. Okay, I don't do the addition here. You can do that at home. I hope it's correct. I hope. I don't know. Okay. Is this, what is the value of this? mz. What is the value of nz here? Wir haben 1 nur. Was ist diese 1? Okay. Das ist eine Overflow. Ja? There is an overflow of a bit one layer, which we would just ignore. It's not a wrong calculation. This mantissa calculation is always correct. Right? It will not flip because mx minus this mx minus my to power minus 1 by definition is always positive. There's no overflow. Why do we have this overflow of a layer? It's by definition of the 2's complement. The 2's complement allows us to add 2 numbers. One is positive, another is negative. The only problem we face is that there's no problem. Right? If you add 2 positive numbers, it's not always positive. If you add 2 negative numbers, it's not always negative, right? But if you add a positive number and a negative number, it's always correct. It could be positive, could be negative, but we don't care. It's not wrong.
there's no problem. The first bit of 1 is just ignored. We did that all the time. We have done it all the time. So this is the same as well. That is ignored. So the matrice MZ is 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Now, this is between 0 and 1. We need to normalize that. Right? How many bits do we need to normalize that? We need to normalize the MZ because MZ is between 0 and 1. And now, according to your question, we need to find the value of Q. And of course, you need to calculate 2 to the power of Q. And how do you count this Q? We count the bits. So this is 0, 0, 1, 1. Let's count how many zeros we have. 1, 0, 2, 0. And then we see a 1. We need to shift to the left with 2 bits. So Q is 2. And then MZ is shifted with that 2. MZ is therefore MZ is therefore 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Okay, so let's see. Let's repeat it again. AX minus 2 is AZ. So this value one zero 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 0, 1, 0, 1 minus 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2 is our EZ. And MZ is minus comma, minus nur. Eins nur eins und dann a lot of 0. Okay? Is there a question for this? Or you are all lost? Okay, let's do it again in case you are lost. So, it's a subtraction, right? What do we do first? We do check which one is the sign. EX is greater than EY. So the sign of X defines the sign bit of Z. So EZ is therefore, forget that. EZ is therefore 1. Sorry, SZ is therefore 1. Okay? So EX is greater than EZ. So let's forget about that. First, EZ minus EX is 1. So that means that when we do the MZ, M epsilon, My, multiplies 2 to the power minus 1, we need to do something for shifting, right? Okay. So what do? We first get the MX out. MX, you can find that. Remember to find that explicit one, put it back. It was ignored in a representation. We have to get that bit of 1 back. So according to the representation, MX is 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Is that okay with everyone? So I have to put this 1 here. Keep in mind, it's always there. It has 2, put it back when you look at the right back from the representation. And the end, when you write to the representation, you have to kick it out. Okay.
take it back. And now epsilon, again, m epsilon is 1, 101, 1010, 10000, and so on and so forth. Now, according to what I said earlier, we have to convert that to a negative number because it's a subtraction. How do we convert that? Let's put an additional 0 in front of our explicit one before comma. That is additional 0 there, and now we do 2's complement of the number. We do a 2's complement of this mz, so this becomes the representation of minus m epsilon in 2's complement. Okay? Now we have to do the shifting because we are actually interested not in minus m epsilon, we are interested in minus m epsilon divided by 2. So we have to shift this to one position right. And when we shift this to one position right, we have one additional position we don't have left. It's a minus term, so we have to put a 1. So this is what you get. This is what you get with after the shifting. And then you do the addition, and then you get the corresponding mz over here. And then after getting this mz, you will say, this is overflow, but it's not because we talk about that. We are adding 2 numbers, one is positive, one is negative. It's always correct. Ignore that 0. Ignore that 1. So the actual number is 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. And that is, by definition, between 0 and 1. This mz is too small. We have to make it larger. We have to make it larger to the position that is between 1 and 2. Now, coming back to our question, we are searching for that integer q. How do we find the value of q? We check how many zeros we would have before we meet the first one, right? Okay, of course, you have to say, so I have 2 zeros before comma. And of course, we only count the first 1 0 there, because otherwise you're counting 1 additional 0. So it's actually 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. So there are 2 zeros before the first one. So we need to shift to the left with 2 positions. So it becomes, the mantissa is 1, 1, 0, 1, 0, 1. And with that, what we need to do is to make our ez minus 2, and mz is exactly the number we just talked. And when you write it down, remember to take out this nice one here. So the mantissa you see in the representation is 1, 0, 1, 0, 1. Representing that this 1 is actually ignored, right? So, therefore, look at this. Z is 1. Z is this one. Of course, I know I said we don't do subtraction, but you can do the subtraction if you want. So, this is 1, 0, 0, 0. 0 minus 2, 0. I forget it, so I need to do the calculation. So this is 5 minus 2, so okay, good. So 5 minus 2 is 1, 1, right? It's 3. So this exponent is 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. The mantissa is 1, 1 nur, 1 nur, 1, nur. Aber diese 1 müssen wir ignorieren. Dann schreiben wir einfach diese hier. So, das ist genau hier. 1 nur, 1 nur, 1 nur. Okay.
I know it's difficult to ask the question. Any question? Apparently, it's very difficult to do the multiplication today. I wanted to ask, like, when we shifted it to the right, Yes. why did we add a 1, not a 0? If you add 0, the value becomes positive. Isn't But it? we already have a fourth-station bit. It will So, be. You can do the calculation. wouldn't that change the number No. if we Let me try. shifted the... Let me try. Okay, let's try to understand the whole puzzle of this. And then we would understand why you have to add 1. I think that's what we're going to do for today. And then we do the multiplication on Wednesday. So, okay. So let's assume we have 2 bits. Let's assume we only have 2 bits. And we want to represent the positive numbers. So 2 bits. So the first bit is 2 to power minus 2 to power 1. Multiply with minus 1. And then multiply with A0. The first bit, I say A1. The first bit A1. So A1 is either 0 or 1. Plus A0. So I have 2 bits, A1 and then A0. Okay? So with 2 bits, we can represent for minus 2, minus 1, 0, and 1. Not more than that, right? Okay. So now, if I want to make it the same number, let's say minus 1. What is minus 1? Minus 1, 1, 1 would represent for minus 1. Right? Now I want to make the same minus 1, but I want to use that with 4 bits. What should I do? I should extend to the left. Right? And the format would be minus 2 to power 3 multiply with A3 plus A2 multiply with 2 to power 2 plus A1 multiply with 2 to power 1 plus A0. Right? This is our binary format. Okay. So what is the difference between these two formulas? The difference is basically that we expand from here to here. Right? Okay. So, now what you can do to keep this minus 1 is that when you extend that to the left, you have to somehow make this with the first bit of 1. Okay, so what is the difference of this? So this was originally minus 2, now this is minus 8. So we need to get 6 back. What is the 6? So this one gives us 4. This one gives us 2. So this one, to compensate this one, we have to make all the rest ones. Does this answer your question? Okay, now we can continue to do the same thing. So 1, 0 was originally minus 2. We will still want to keep minus 2 with 4 bits. So what do we do? 1, 1, 1, 0 is also minus 2. If you want to keep that with 8 bits, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 8 bits is also minus 2. If you want to keep that to 16 bits, you can still do the same thing, right? So basically what you get is 0. Let's not do 16 bits because I would do too much. Let's do 9 bits. So then 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. This is minus 2 as well. If you want to keep your minus 2, no matter how many bits you have,
You just add ones towards that, forget about what? It's the same number. The reason is only that when you do the expansion, you are making in a new formula, in a larger bit width, a minus point at the beginning. And that minus 1 requires you to put all the ones in front of the actual position you have here to compensate that additional minus values you subtracted. And they all have to be 1, otherwise it's wrong. It's called one's extension. Okay, so therefore, let's do it again. 0xf for the 刚则渣 is minus 1 by definition. 0xff is also minus 1. If you want to keep minus 1 with 16 bits, then you would have to write fff. This is also minus 1. If you want to keep that with 32 bits, you still do the same thing. This is also minus 1. So when you do the extension for the negative numbers, if you are asked to convert minus whatever from 4 bits to more bits, just blindly add a lot of ones before that number. It's correct. So because the fixed point is the same as the the integer numbers, corresponding integer numbers divided by the number of fractional positions you have, so it's the same concept. So when you need to make your number smaller, you shift to the right, right? But when the number is negative and you want to shift that to the right, you need to add ones. Otherwise, your number is not correct, even in a sign. Okay. I don't dare to ask that question, but any questions? Any questions? Okay. So I know that we don't talk about multiplication today, but in fact, multiplication is much easier. So we still have some minutes. We will do the multiplication very precisely on Wednesday, but I can give you a short overview of multiplication. When you want to multiply these two numbers, then AZ is AX plus A epsilon, right? And MZ is MX multiplied with M epsilon. And we are done with that. So multiplication, as I said, is much easier to understand. Subtraction is probably more difficult, but it requires you to also go back to understand 2's complement, and more importantly, 2's complement in a fixed point operations. And when you shift to the right, if it's negative, remember to add ones there in front of it, or if you don't want to do that, you first do shifting and then do the 2's complement, it will be also correct. Both are correct. Up to you which one you want to do. And basically for multiplication, we will probably need only a few minutes. It's Wednesday. See you on Wednesday.